Danke, Gary. Sie hören Search the Scriptures Daily, ein Programm, in dem wir jeden ermutigen, der Gottes Wahrheit kennen möchte, in Gottes Wort nach allem zu suchen, was für die Errettung und dafür wesentlich ist, sein Leben so zu führen, dass es ihm gefällt. Zurzeit gehen wir Dave Hunts Buch A Cup of Trembling durch, mit dem Untertitel Jerusalem und biblische Prophetie. Dave, wie du dich erinnerst, haben wir gerade erst Kapitel 2 begonnen, aber ich möchte zu Kapitel 1 zurückgehen. Ich habe die Frage gestellt, auch wenn ich letzte Woche irgendwie um die Frage herumgetanzt bin. Aber ich möchte, dass du sie ganz konkret beantwortest. Lass uns jetzt nicht mehr herumtanzen, Tom. Okay, ich komme gleich zur Sache. Die Frage lautet: Als Israel nach dem Krieg von 1967 die Kontrolle über Jerusalem übernahm, war das eine Erfüllung von Lukas 21,24. Ich lese das vor. Lukas 21,24. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Und Jerusalem wird von den Heiden zertreten werden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Du scheinst also im Buch anzudeuten, dass, nun, du sagst es nicht wirklich, aber die Andeutung ist, dass vielleicht dies die Zeit der Heiden ist. Nun, Tom, Israel hat im Juni 1967 tatsächlich Ostjerusalem eingenommen. Und sie haben den Tempelberg eingenommen. Tatsächlich hatten sie ganz Jerusalem unter ihrer Kontrolle. Aber fast sofort. Moshe Dayan, der General mit der Augenklappe, hat den Tempelberg, ich glaube, wir haben kurz darüber gesprochen, er hat ihn an König Hussein von Jordanien übergeben. 1994 hat Hussein ihn der PLO gegeben. Also eigentlich, nun, technisch gesehen steht Jerusalem unter ganz Jerusalem, steht unter Israels Kontrolle. Auf der anderen Seite weigern sie sich, diese Kontrolle auszuüben. Da oben ist der Waqf, die PLO-Gruppe, und sie zerstören jede Spur irgendeines Beweises, irgendeiner Anwesenheit Israels dort. Sie graben tatsächlich aus und nehmen alles, was sie unter dem Tempelberg finden, und kippen es weg, zerstören es. Sie machen es zu Schrott. Und Arafat sagt natürlich, die Juden waren nie dort, das ist unser Land und so weiter. Nun, technisch gesehen hat Israel das Recht, seine Hoheitsgewalt auszuüben. Aber sie tun es nicht aus Angst vor der Reaktion der Welt, aber auch vor der Reaktion der PLO, der sogenannten Palästinenser. Und du erinnerst dich, als Ariel Sharon, er ist einfach auf den Tempelberg hinaufgegangen. Er war zu der Zeit nicht der Chef der israelischen Regierung. Er sollte es bald werden, aber sie haben Aufstände. Nun, ich weiß zufällig, dass sie das sowieso geplant hatten. Sie geben ihm die Schuld. Oh, das war seine Provokation. Seit wann ist es eine Provokation, wenn irgendein Israeli auf den Tempelberg geht? Aber ein Israeli kann nicht auf den Tempelberg hinauf. Selbst Touristen können heute nicht mehr hinauf. Sie haben das ganze Ding dicht gemacht. Wir haben Freunde und Verwandte in Israel. Und ich kann mich erinnern, wie ein junger Mann, der zufällig beim israelischen Militär ist, uns eine E-Mail schickte und sagte, dass die IDF, die israelischen Verteidigungsstreitkräfte, entdeckt hätten, dass die PLO, die Palästinenser, bereits Flugblätter gedruckt hatten. Und sie wollten im Radio bekannt geben und sie verteilen, dass es irgendeinen Versuch der Israelis gäbe, den Tempelberg zu übernehmen oder so etwas. Und die Israelis machten den Tempelberg an diesem Tag dicht. Also waren ihre Flugblätter veraltet, verstehst du? Sie hatten ein Datum drauf und so weiter. Das war keine Provokation. Das war etwas, das sie wollten. Dave, du sagtest, die Israelis machten den Tempelberg dicht. Meintest du das wirklich so? Genau. Die Israelis machten ihn dicht, weil sie schließlich ihre Truppen hineinbringen und jeden daran hindern konnten, da hinaufzugehen, so dass niemand in die Nähe des Tempelbergs kommen konnte. Also konntest du nicht sagen, dass es einen Aufruhr und einen Aufstand gab, weißt du, und so weiter, einen Widerstand. Und das hat das für den Moment sozusagen erstickt. Aber der Punkt, den ich machen will, Tom, ist, ja, sie haben Jerusalem 1967 eingenommen.
Auf der anderen Seite sind sie nicht in der Lage, Kontrolle auszuüben. Ostjerusalem steht zu diesem Zeitpunkt wirklich unter der Kontrolle der PLO. Und die Regierungen der Welt, wenn Israel zur PLO sagen würde, hört auf mit dem, was ihr da oben macht. Ihr zerstört. Tatsächlich wird die Mauer einstürzen. Wegen der Ausgrabungen. Ausgrabungen. Und wenn sie versuchen würden, das Recht auszuüben, das sie haben, wäre die Welt dagegen. Es gäbe einen echten Aufstand seitens der Palästinenser. Das ist unglaublich. Das gehört Israel. Das ist ihre heiligste Stätte, wo der Tempel stand. Jetzt wird geleugnet, dass der Tempel jemals dort war. Und sie können wirklich keine Kontrolle darüber ausüben. Und die Regierungen der Welt behalten ihre Botschaft irgendwo anders. Sie lassen Israel nicht sagen, das ist unsere Hauptstadt. Die Europäische Union weist sie deswegen zurecht. Die Vereinten Nationen weisen sie zurecht. Die Vereinigten Staaten weisen sie zurecht. Also technisch gesehen haben sie 1967 die Kontrolle übernommen. War das Ende der Zeiten der Heiden? Ich glaube nicht, weil die heidnischen Nationen offensichtlich immer noch enorme Macht und Einfluss ausüben. Und ich glaube nicht, dass die Zeiten der Heiden erfüllt sein werden bis Harmagedon. Und das wird sozusagen der letzte große Auftritt der Heiden sein. Ihr letzter endgültiger Versuch, die Juden auszurotten, um eine Endlösung der Judenfrage herbeizuführen, wie Hitler es beabsichtigte. Wenn alle Armeen der Welt unter dem Antichristen gegen Jerusalem ziehen, gegen Israel ziehen, und dann wird Christus eingreifen. Nun würde ich das mit ein paar anderen Schriftstellen verbinden. Matthäus 24,34. Jesus sagte, wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Ich denke, wir haben wahrscheinlich in der Vergangenheit darüber gesprochen. Du hattest 3 Möglichkeiten. 1. Es war das Geschlecht, zu dem er damals sprach. Das wären die Rekonstruktionisten, Präteristen, und ich weiß, du hast in der Vergangenheit einige Diskussionen mit ihnen gehabt, Tom. Und sie sagen, es sei alles erfüllt worden. Nero war der Antichrist. Christus kam im Jahr 70 nach Christus zurück. Er kam in der Person der römischen Armeen zurück, um Jerusalem zu zerstören. Was für eine Verdrehung der Schrift. Wie auch immer, es gibt so vieles, worüber Jesus gesprochen hat, das damals nicht geschah. Das kann es nicht gewesen sein. 2, dann sagten andere, nun, es ist das Geschlecht, das Israel wieder in seinem Land sieht, und das geschah 1948. Nun muss innerhalb eines Geschlechts alles erfüllt werden. Ich habe keine dieser beiden Auffassungen je akzeptiert. Es ist das Geschlecht des Unglaubens. Jesus und Johannes der Täufer verwendeten Geschlecht in einer ganz besonderen Weise. Otterngeschlecht, ein verkehrtes Geschlecht, ein ungläubiges Geschlecht, ungehorsam, rebellisch, widersprechend, zeichensuchendes Geschlecht. Und ich glaube, was Jesus sagte, war, dass Israel als Ganzes, viele Juden sind zu Christus gekommen. Natürlich war die Gemeinde am Anfang ganz auf Juden. Aber Israel als Ganzes würde im Unglauben und in der Ablehnung seines Messias bleiben, bis alles erfüllt ist. Wann ist alles erfüllt? Nun, wenn Christus mitten in Harmagedon zurückkehrt. Und Sacharja 12,10 sagt, sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Gott spricht. Nun, er sagt, wenn ihr seht, Matthäus 24,33, wenn ihr all diese Dinge seht, das heißt, wenn alles erfüllt worden ist, dann werdet ihr wissen, dass ich direkt vor der Tür bin. Nun, alles ist noch nicht erfüllt. Also wenn alles erfüllt ist, wird das Harmagedon sein. Das ist die letzte Hoffnung der heidnischen Nationen, Israel zu zerstören. Und das wird das Ende der Zeiten der Heiden sein. Schließlich, meiner Meinung nach. Und es ist sehr interessant, was Hesekiel 39. Hesekiel 39 ist eine sehr interessante Passage. Und lass mich einen Vers lesen. Denn in Matthäus 24 ist eines der Dinge, die Jesus sagte, was geschehen wird. Ihr werdet das Zeichen des Sohnes des Menschen sehen, wie er in Macht und großer Herrlichkeit kommt. Und er wird seine Engel senden, und sie werden seine Auserwählten sammeln. Das ist Israel.
Israel mein Auserwählter aus den 4 Winden. Sie werden alle wieder nach Israel gesammelt werden, damit der Messias über sie regiert. Das geschah ganz sicher nicht im Jahr 70 nach Christus, okay? Aber hör dir diesen Vers in Hesekiel an, 39,28. Dann werden sie erkennen, dass ich der Herr, ihr Gott bin, der sie unter die Heiden in die Gefangenschaft führte, aber ich habe sie in ihr Land gesammelt und keinen von ihnen mehr dort zurückgelassen. Es kommt eine Zeit, in der jeder Jude, der dann am Leben ist, der bis zu diesem Zeitpunkt überlebt hat, zurückgebracht wird durch die Engel, sagt Jesus. Und das wird das Ende der Herrschaft der Heiden sein, das Ende der Zeiten der Heiden. Und dann wird Israel herrlich sein. Und die Nationen der Welt im 1000-jährigen Reich Christi werden nach Jerusalem zu den Festen kommen müssen. Und so weiter. Also, obwohl sie Jerusalem eingenommen haben, kontrollieren sie es nicht. Und ich glaube nicht, dass dies schon die Erfüllung ist. Falls Sie gerade zum ersten Mal eingeschaltet haben oder vielleicht gerade erst ins Programm hineingekommen sind. Wir gehen Dave Hunts Buch durch, A Cup of Trembling, Jerusalem und biblische Prophetie. Und Dave in Kapitel 2, nun, eines der Dinge, die wir beim Durchgehen des Buches versuchen. Wir haben über eine Reihe von Sendungen über den Islam gesprochen, aber wir wollen das Fundament legen für warum das Problem? Was ist das, womit wir es zu tun haben? Was ist die Grundlage dafür? Und so weiter. Und ich denke, es wird unseren Hörern helfen, das zu verstehen. Und es ist wichtig, dass sie es verstehen. Gottes Perspektive darauf. Wir haben alle möglichen Kommentare. Wir haben alle möglichen Perspektiven, historische und so weiter. Aber wenn wir nicht wissen, was Gott dazu gesagt hat, spekulieren wir einfach wild herum und es wird verwirrend. Und was Gott in seinem Wort gesagt hat, ist so bemerkenswert, so präzise. Und es wird erfüllt, ist erfüllt worden und wird auch heute noch erfüllt. Du kannst kein Atheist sein. Du kannst kein Agnostiker sein. Wir können, wie ich oft gesagt habe, und wir es wahrscheinlich in der letzten Sendung gesagt haben, wir können die Existenz Gottes allein aus den Prophetien über Jerusalem beweisen. Und dies war eine davon. Jerusalem würde von den Heiden zertreten werden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Und du gehst zurück und liest die Geschichte. Es wurde umkämpft von jeder großen Macht. Es wurde gehalten von jeder großen Macht. Das Osmanische Reich zum Beispiel hatte es 400 Jahre lang. Die Ägypter hatten es, die Griechen und die Römer und so weiter. Also wurde darum gekämpft und es wurde. Juden haben weiterhin dort gelebt. Das ist ihr Land. Sie sind nie vollständig vertrieben worden. Sie kommen immer wieder zurück. Aber sie hatten seit Jahrhunderten keine Kontrolle über dieses Land oder über Jerusalem, seit Jesus das gesagt hat. Nun, 1947. Nun, Dave, bevor du dazu kommst, möchte ich hier etwas Vorarbeit leisten für die Rückkehr der Juden. Und sicherlich ist das, was einem in den Sinn kommt, der Zionismus. Kannst du uns einiges von, sozusagen, der historischen Grundlage für den Zionismus geben? Was er ist und was seitdem geschehen ist, eigentlich seit 1800? Ja, natürlich sprechen sie über Theodor Herzl als den Kopf der zionistischen Bewegung. Es gab wirklich schon vorher eine zionistische Bewegung, auch wenn sie nicht so genannt wurde. Er hat sie organisiert, den ersten Zionistenkongress in Basel, Schweiz, 1897. Und der wurde, könnte man sagen, angeregt durch die Veröffentlichung von Der Judenstaat von Theodor Herzl. Aber es gab Juden, die zurückkamen und Land kauften. Siehst du, das war größtenteils abwesender Besitz. Es gab wohlhabende Araber, die dieses Land über das Osmanische Reich bekommen hatten. Vieles davon hatte für sie keinen Wert. Das wenige, das Wert hatte, vermieteten sie an Leute, die versuchen sollten, den Boden zu bearbeiten und so weiter. Sie machten keinen besonders guten Job. Das war größtenteils Wildnis. Du kannst lesen, was Mark Twain, als er dort war, und was andere darüber zu sagen hatten. Da war niemand, nicht einmal Tiere und Bäume. Du weißt schon, die Türken besteuerten dich danach, wie viele Bäume du hattest. Also brachte das die Leute dazu, die Bäume zu fällen. Es war ein ödes Land, und die Juden wollten wieder hinein. Sie kauften dieses Land.
Sie kauften Sumpfland. Tausende, mehrere tausend Juden starben an Malaria, als sie diese Sumpfe trockenlegten und etwas daraus machten. Sie verwandelten das in Obstgärten und Orangenhaine und fruchtbares Land und so weiter, mit großer Anstrengung, obwohl sie das kauften, was die. Und sie bezahlten überhöhte Preise für, was sonst als wertloses Land erscheinen würde, okay? Also kamen sie zurück. Es gab, könnte man sagen, eine zionistische Bewegung. Ich meine, du kennst das alte Sprichwort der Juden. Nächstes Jahr in Jerusalem. Nächstes Jahr in Jerusalem. Wir können dokumentieren, dass sie in Jerusalem einen Rabbinerrat hatten. Und Juden auf der ganzen Welt schauten auf die rabbinische Führung in Jerusalem. Sie erkannten dies als die Hauptstadt ihres Staates an, auch wenn sie nicht hatten. Andere hatten die Kontrolle. Aber man könnte sagen, die organisierte zionistische Bewegung begann mit ihrem ersten Kongress 1897. Aber das ist interessant, weil sie bereit waren, Kompromisse einzugehen. Hauptsache irgendetwas. Sie suchten einfach Land. Sie wollten einfach Land. Und sie zogen sogar in Betracht, ein Gebiet von 6000 Quadratmeilen in Ostafrika zu nehmen. Und die zionistische Bewegung spaltete sich darüber, ob sie es nehmen sollten oder nicht. Und es war immer noch nicht entschieden, als Herzl am 3. Juli 1904 starb. Aber der Tag würde kommen, an dem die Vereinten Nationen abstimmen und verfügen würden, dass Zionismus Rassismus sei. Stell dir das vor. Es ist rassistisch, wenn die Juden sich vorstellen, dass sie ihr eigenes Land haben könnten und dass dies ihr Land ist. Es ist nicht rassistisch, wenn die Franzosen Frankreich beanspruchen. Es ist nicht rassistisch, wenn die Deutschen Deutschland beanspruchen. Aber dass die Juden es wagen zu behaupten, dies sei ihr Land. In den letzten 3000 Jahren regierten ihre Könige dort. David gründete Jerusalem. Und all das wird ausgelöscht. Es wird von den Arabern geleugnet. Sie haben die Geschichte umgeschrieben und so weiter. Wie auch immer, die moderne zionistische Bewegung, viele Juden waren dagegen. Und ich denke, wir haben vor einigen Wochen erwähnt, dass, was war es, 20.000 von ihnen in New York dagegen marschierten. Weil einige orthodoxe Juden sagen, nein, es ist nicht richtig, zurückzugehen, bis der Messias kommt. Und der Messias wird uns zurückführen, er wird uns zurückbringen. Und so weiter. Nun, dann kennen sie ihre eigenen Propheten nicht. Ich zitierte, sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Siehst du, Jesus sagte, dieses Geschlecht, ein rebellisches, widersprechendes, verkehrtes Geschlecht, wird im Unglauben bleiben, bis alles erfüllt ist. Nun, das haben die alttestamentlichen Schriften auch gesagt. Also, wenn es im Land Israel ist, dass die Juden schließlich an ihren Messias glauben, dann müssen sie in Unglauben in dieses Land zurückgebracht werden. Das ist einfach. Aber wir haben heute Christen, die sagen, diese ungläubigen Juden, sie verdienen es nicht, wieder dort zu sein. Das ist nicht ihr Land und so weiter. Nun, sie müssen in Unglauben zurückgehen, um zu glauben, wenn der Messias zurückkehrt, um sie mitten in Armageddon zu retten. Dave, lass mich da ein bisschen weiter nachhaken. Du sprichst über Christen und ihre Perspektive. Was haben Christen getan, die versuchten, die Bibel zu lesen, zu verstehen, was aus prophetischer Sicht vor sich geht, besonders gegen Ende der 1800er, als dieses Land so öde ist? Wie du erwähnt hast, Mark Twain schreibt ausführlich darüber, wie wertlos dieser Ort ist. Nun, die Idee, dass die Juden in ihr Land wiederhergestellt würden, beeinflusste eine Menge Eschatologie, eine Menge Bibel, ein Verständnis biblischer Prophetie und führte zu einigen wirklich falschen Lehren wie der Ersatztheologie. Ja, oder ob du das glaubst oder nicht, das war die Frage. Ich kann mich erinnern, ich glaube Sir Robert Anderson, Anfang der 1900er. Nun, Sir Robert Anderson war der Leiter der Kriminalabteilung von Scotland Yard. Er war ein herausragender Christ, schrieb eine Reihe von Büchern. Aber Anfang der 1900er sprach er darüber, nein, die Juden werden dieses Land besitzen, das ihnen verheißen wurde. Und ich bin alt genug, um mich an die 1930er zu erinnern. Nichts konnte hoffnungsloser sein.
Ich meine, die Juden sind, nun, sie sind sehr bald auf dem Weg zu den Öfen. Und judenfreie Städte und Dörfer, sie werden verfolgt. Judenfrei. Judenfrei. Wichtig, judenfrei, ja. In Deutschland, und doch erinnere ich mich, sie blieben meistens bei uns zu Hause. All die reisenden Prediger, Evangelisten, und ich kann mich erinnern, sie kamen mit ihren Schaubildern, und ich erinnere mich an diese Schaubilder. Von Ewigkeit zu Ewigkeit, und alles wurde ausgebreitet. Und Israel wird wiederhergestellt werden. Es sah absolut hoffnungslos aus. Keine Chance, dass das passieren könnte. Aber andere sagten, nein, wir müssen eine Begründung finden, um das abzudecken. So als müsste man die Bibel abdecken. Sie wollten es nicht glauben. Aber als sie angeblich wiederhergestellt wurden, das war, erinnerst du dich, der 29. November 1947. Das war, nachdem der Völkerbund in der Grundsatzerklärung von 1922 gesagt hatte, dieses ganze Land, ganz sogenanntes Palästina, gehört den Juden. Es wurde als ihre nationale Heimstätte beiseite gestellt, die von den Briten unter der Balfour-Erklärung verwaltet werden sollte, und so weiter. Schließlich bekamen sie 18% davon. Aber zurück zu dem, was Jesus sagte. Es wird von den Heiden zertreten werden. Wer gab es ihnen? Die Vereinten Nationen teilten dieses Land auf, gaben so viel den Juden und den Rest den Arabern. Also müsstest du wieder sagen, nun ja, aber es waren die Vereinten Nationen, die dieses Land zuteilten. Also wird es immer noch von den Heiden zertreten. Und die Vereinten Nationen sagten in der UN-Resolution 181, Jerusalem dürfe niemals unter der Kontrolle der Juden stehen. Es muss für immer eine internationale Stadt sein. Also, Tom, ich denke, das ist eine erstaunliche Prophetie, dass Jerusalem wiederhergestellt würde, dass die Juden jemals wieder in ihrem Land sein würden. Es ist wundersam, angesichts all des Widerstands, und dass die Vereinten Nationen jemals abstimmen würden. Und ich denke, sie dachten nicht, dass es halten würde. Sie dachten, die Juden würden ausgelöscht werden. Aber wie auch immer, sie stimmten dafür, aber sie sind immer noch entschlossen, dass Jerusalem eine internationale Stadt sein muss. Komm schon, jeder da draußen, du kannst kein Atheist sein, du kannst nicht leugnen. Das ist eine erstaunliche Prophetie, die in unseren Tagen erfüllt wird. Dave, wenn du Gottes Hand siehst, zunächst geh zurück zu Theodor Herzl und du gehst zurück zu einigen Juden, die sagen, oh, Ostafrika, das klingt für mich gut. Was wäre passiert? Sie machen weiter. 1947 und 1948 sieht es so aus wie, oh, sie sind für eine Zeit drin, aber sie werden von der Bildfläche der Erde getilgt werden. Immer und immer und immer wieder. Gott. Und dann sieh dir all die Kriege an. Wenn du darin nicht Gottes Hand siehst, was sollen wir sagen?